Kenia, ein Land des brutalen Überlebenskampfes, in dem Paviane sich nicht vor Löwen, den Königen der Savanne, verneigen, reichen Intelligenz und Herdengeist aus, um sich der überlegenen Macht zu stellen. Kenia, der brutale Kampf zwischen Pavianen und Löwen. Kenia, eine riesige Region, in der die Natur den wildesten und ungezähmtesten Aspekt Afrikas bewahrt. Die Savannengraslandschaften erstrecken sich bis zum Horizont, wo Himmel und Erde zu verschmelzen scheinen. Doch hinter dieser Schönheit verbirgt sich ein endloser Kampf ums Überleben. Ein Kampf zwischen Raubtieren und Beute, zwischen Leben und Tod. Hier haben alle Lebewesen einen starken Überlebensinstinkt. Von den riesigen Herden afrikanischer Elefanten, die sich langsam über die Graslandschaften bewegen, bis hin zu den agilen Herden von Impalas, die stets wachsam auf jede Bewegung um sie herum achten. Hoch oben kreisen jagende Adler und beobachten mit ihren scharfen Augen jede noch so kleine Bewegung. In Kenia ist jeder Tag ein neues Kapitel im Kampf ums Überleben. Die Schwachen können nicht überleben. Aber selbst die Starken, wie zum Beispiel Löwen, können es sich nicht leisten, ihre Wachsamkeit zu verlieren. Ein einziger Fehler bei der Jagd kann für das gesamte Rudel Hunger bedeuten. Dies ist ein Ort, an dem sich alle Arten, ob riesig oder winzig, ständig anpassen, kämpfen und überleben müssen. Denn in Kenia vergibt die Natur niemandem etwas. Mitten in der weiten kenianischen Savanne, wo das Leben jede Stunde auf die Probe gestellt wird, gibt es eine Primatenart, die sich weder durch ihre Größe noch durch ihren Rang unter den Raubtieren auszeichnet, aber zu den intelligentesten, widerständigsten und strategischsten Tieren gehört: der Pavian. Diese Art, deren wissenschaftlicher Name Papio annubis lautet, lebt normalerweise in großen Herden von mehreren Dutzend bis zu über 100 Individuen. Jede Gruppe ist wie eine Miniaturgesellschaft organisiert, in der Macht, Rollen und Beziehungen klar festgelegt sind.
Das Alpha-Männchen ist das stärkste Tier und nicht nur für die Führung verantwortlich, sondern auch für den Schutz und die Aufrechterhaltung der Ordnung in der gesamten Gruppe. Paviane sind Allesfresser. Während der Regenzeit finden sie Leichtnahrung, Früchte, Wurzeln, Insekten und Vogeleier. Doch wenn die harte und grausame Trockenzeit kommt, geht ihnen alles aus. Dann setzt der Überlebensinstinkt mit aller Macht ein. Es wurde beobachtet, dass Gruppen von Kapuzinaffern es sogar wagen, Antilopenbabys anzugreifen, um ihre Ernährung mit Proteinen zu ergänzen, was unter Primaten ungewöhnlich ist. Was Kapuzinaffern jedoch besonders macht, ist nicht ihre Fähigkeit zu jagen, sondern ihre hohe Intelligenz und ihr starker Gemeinschaftssinn. Sie haben ein komplexes System von Alarmrufen entwickelt, um jede Art von Gefahr zu erkennen, sei es Löwen, Tiger oder Raubvögel. Wenn sie bedroht werden, geraten sie nicht in Panik und fliehen einzeln, sondern versammeln sich sofort und koordinieren ihre Verteidigung. Und wenn die Gefahr nicht von der Natur ausgeht, sondern von ihrer eigenen Art. Früh am Morgen, als die ersten Sonnenstrahlen noch nicht durch den Nebel drangen, suchte eine Herde Nuru, eine Gruppe von Hundekopfaffen, am Rande der Savanne nach Nahrung. Die Luft war still, nur das Rascheln von Blättern und leises Zwitschern war zu hören. Die Affenbabys klammerten sich an den Rücken ihrer Mütter und schauten neugierig zum Himmel hinauf. Plötzlich tauchte Jengos Herde, eine Gruppe aus dem Norden, aus dem Dickicht auf. Sie näherten sich nicht zufällig. Sie drangen in das Territorium ein und sie wussten es. Sofort stieß das Alpha-Männchen der Nuru-Herde ein warnendes Brüllen aus. Sein graues Fell sträubte sich und er fletschte bedrohlich seine scharfen Zähne. Die gesamte Herde versammelte sich schnell und bildete einen Verteidigungskreis mit den Jungen in der Mitte. Die Luft war so angespannt wie die Saite eines Instruments. Dann stürzte sich ein junges Männchen aus Jengos Rudel nach vorne.
Schreie durchdrangen die morgendliche Stille. Der Kampf brach aus. Die Szene versank im Chaos. Danach zog sich Jengos Rudel zurück. Die kurze, aber intensive Konfrontation war vorbei. Nurus Rudel hatte sein Revier verteidigt, aber sie wussten, dass es zu weiteren Konfrontationen dieser Art kommen würde. Wenn die Regenzeit kommt, erwacht die Savanne zu neuem Leben und die Hundskopfaffen treten in die Paarungszeit ein. Eine angespannte Zeit, in der Instinkt und Macht aufeinander prallen. Die Weibchen werden mit deutlichen Anzeichen läufig. Der Bereich um ihr Gesäß schwillt an und rötet sich. Nach der Befruchtung haben die Weibchen eine Tragzeit von etwa 6 Monaten. Sie gebären an abgelegenen Orten, in der Regel ein Jungtier pro Wurf. Die Babys klammern sich in den ersten Wochen an ihre Mütter und lernen nach und nach zu beobachten, zu klettern und inmitten der Gefahren zu überleben. Von Geburt an durchläuft jedes Baby ein strapaziöses Trainingsprogramm, um eines Tages in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten und sich in den endlosen Kreislauf des Überlebens in der wilden Savanne einzufügen. Die kenianische Savanne erlaubt es keinem Lebewesen, ihre Wachsamkeit zu verlieren, nicht einmal den Herden von Barbianen, die für ihre Intelligenz und Organisation bekannt sind. Trotz ihrer Gerissenheit und ihrer Fähigkeit, ihre Verteidigung zu koordinieren, werden sie ständig von der furchterregenden Silhouette des Raubtiers an der Spitze der Nahrungskette heimgesucht. Dem Löwen. Der Löwe Panthera leo ist eines der am besten sozial organisierten Raubtiere unter den Großkatzen. Sie leben in Rudeln, die in der Regel aus 5 bis 15 Individuen bestehen, darunter mehrere dominante Männchen, verwandte Weibchen und Jungtiere. Obwohl sie als Könige bezeichnet werden, wird der Großteil der Jagd im Rudel von den Löwinnen übernommen. Dank ihrer kräftigen Beine und ihres athletischen Körpers können sie über kurze Strecken Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erreichen. Da sie dieses Tempo jedoch nicht lange durchhalten können, müssen sie den Überraschungsmoment, das Gelände und die Zusammenarbeit des Rudels ausnutzen.
Die Ernährung der Löwen ist sehr vielfältig und reicht von Zebras und Antilopen bis hin zu Büffeln. Manchmal werden aber auch Affen zu ihrer Beute, wenn sie einen Fehler machen oder isoliert werden. Das Besondere an der Welt der Löwen ist nicht nur ihre Jagd, sondern auch die Art und Weise, wie sie ihr Revier verteidigen. Dominante Männchen patrouillieren in der Regel die Grenzen und markieren sie mit Geruch und Lauten. Wenn ein Fremder das Revier betritt, insbesondere ein anderes Löwenmännchen, kommt es zu einem Kampf auf Leben und Tod. Nicht nur um das Rudel zu schützen, sondern auch um das Recht auf Fortpflanzung zu bewahren. Ob agile Paviane oder kräftige Löwen, in Kenia ist niemand unbesiegbar. Mit jedem Tag muss jedes Individuum entscheiden zwischen Kämpfen, Abwarten oder Verschwinden. Obwohl Löwen eine große Bedrohung für Affen darstellen, gibt es ein anderes Tier, das noch leiser und unberechenbarer ist. Still lebt und es versteht, die kleinste Unachtsamkeit seiner Feinde auszunutzen: der Leopard. Wenn der Löwe ein mächtiger Krieger in der Savanne ist, dann ist der Leopard ein Killer im Schatten. Schnell, lautlos und tödlich. Für Affen sind sie die stille Angst vor jemandem, der von oben kommen kann oder direkt von hinten. Der Leopard, Panthera pardus, ist eine große, sehr anpassungsfähige Raubkatze, die in ganz Afrika verbreitet ist. Er zeichnet sich durch sein hellgelbes Fell mit schwarzen Flecken aus, das ihm ermöglicht, sich perfekt im Gras und im Schatten der Bäume zu tarnen. Erwachsene Leoparden wiegen zwischen 30 und 70 Kilogramm. Sie sind kleiner als Löwen, aber viel stärker und beweglicher. Sie sind Meister im Klettern und schleppen ihre Beute oft auf Bäume, um Raubtieren wie Hyänen und Löwen zu entkommen. Leoparden wissen auch, wie sie das Gelände zu ihrem Vorteil nutzen können, indem sie Schluchten, Dickichte und schwaches Licht zum Verstecken nutzen. Sie jagen allein und verlassen sich dabei auf den Überraschungseffekt und ihre Schnelligkeit, die auf kurzen Strecken bis zu 60 km/h erreichen kann. Im Gegensatz zu Löwen, die eher in der Dämmerung jagen, sind Leoparden den ganzen Tag über sehr aktiv, insbesondere in den Abendstunden, wenn Primaten ihre Wachsamkeit eher verringern.
Leoparden ernähren sich sehr abwechslungsreich, von Antilopen und Hasen bis hin zu jungen Affen. Sie gehen selten direkte Konfrontationen ein, sondern warten stattdessen, wählen den richtigen Moment und greifen dann schnell an. Am Nachmittag scheint die Sonne durch die kenianische Graslandschaft. Eine Herde Django-Affen bewegt sich am Waldrand entlang, während die jungen Affen hinter ihnen spielen. Alles scheint friedlich zu sein. Aber zwischen dem sonnenverbrannten Gras beobachtet ein Paar Augen die Szene. Ein alter, hungriger und geduldiger Leopard liegt auf dem Boden und verschmilzt mit den Schatten. Er wartet schon seit Stunden. Ein kleiner Affe bleibt zurück. 3 Meter, 2 Meter. Doch bevor der Leopard sich auf ihn stürzen kann, entdeckt ihn ein Männchen aus der Gruppe. Ein Brüllen ertönt. Die gesamte Herde ändert ihr Verhalten. Die Männchen starten einen Gegenangriff. Der Leopard ist gezwungen, sich zurückzuziehen, so leise wie er gekommen war. Diesmal gewinnt der Affe. Aber für ihn bedeutet eine Niederlage nicht, dass er aufgibt. Er hat das nicht eilig. Leoparden leben allein. Sie müssen ihre Beute nicht teilen und niemand sieht ihre Fehler. Er hat Zeit. Das Sonnenlicht wurde schwächer. Die Schatten auf der Graslandschaft wurden länger. Der Leopard verließ das Dickicht und kehrte in die offene Savanne zurück, wo eine Herde Impalas unter den niedrigen Akazienbäumen graste. Sie waren das perfekte Ziel. Klein, sehr wachsam, aber sie bewegten sich meist in einer Gruppe und wenn sie sich trennten, wurde eines von ihnen zu einem leichten Ziel. Der Leopard duckt sich, schleicht langsam durch das hohe Gras und nutzt den Wind zu seinem Vorteil, um seinen Geruch zu verbergen. Die Ohren sind gesenkt, der Schwanz liegt dicht am Boden. Jeder Schritt ist präzise kalkuliert.
Es gab kein Brüllen, es gab kein Schleifen. Der Leopard schnappt sich seine Beute und verschwindet. Er schleppt den Kadaver des Impalas zu einem schrägen Baum und legt ihn zwischen zwei hohe Äste, weit weg von Raubtieren. Dort, in der Dämmerung, beginnt er seine Mahlzeit in Stille. Ohne Ruhm, ohne zu teilen, aber genug, um bis zum nächsten Tag zu überleben. Als die Sonne aufging, wurde die Savanne glühend heiß und die Flüsse wurden zu Zufluchtsorten für das Leben. Am Ufer schwammen afrikanische Otter sanft und jagten in Gruppen mit einer präzisen Strategie Fische, wobei ihre Quietschgeräusche über die Wasseroberfläche hallten. Sie waren weder groß noch wild, aber sie hatten etwas, das selbst die stärksten Tiere fürchteten: Einigkeit. Unter der ruhigen Wasseroberfläche gleitet ein Krokodil lautlos auf den Teich zwischen den Ottern zu. Es bewegt sich heimlich und hinterlässt nur kleine Wellen und einen gefährlichen Geruch in der Luft. Die Otter spüren es. Einer von ihnen schreit auf. Die ganze Gruppe versammelt sich. Es gibt keine Angst, nur Aktion. Überwältigt zieht sich das Krokodil aus dem Wasser zurück und das Gebiet gehört wieder den Ottern. In Ostafrika, wo Staubwolken aus der Savanne auf den ungetrübten Himmel treffen, bewahrt Kenia noch immer die wildesten und authentischsten Teile des Planeten. Ein Land, in dem das Leben niemals schläft, wo jeder Sonnenaufgang ein neues Kapitel zwischen Raubtieren und Beute, zwischen Tod und Fortpflanzung ist. Hier erzählt alles von den leisen Schritten einer Elefantenherde über das Brüllen eines Löwen bis hin zum Blick eines im Gras versteckten Leoparden Geschichten, die über das Tierreich hinausgehen. Es ist die Geschichte des Instinktes, der Anpassung und des außergewöhnlichen Gleichgewichts der Natur. Aber dieses Gleichgewicht ist fragiler denn je. Der Klimawandel verändert den Regenzyklus, der einst das Land nährte und nun zu spät oder gar nicht mehr antrifft. Wasserquellen versiegen. Flüsse schrumpfen und hinterlassen Risse in der Erde und Spuren im Verhalten der Tiersparten. Der Mensch, der seit Jahrtausenden mit der Natur koexistiert, ist nun zu einer großen Herausforderung geworden. Wälder werden abgeholzt, Graslandschaften besetzt und Arten, die einst Kenia beherrschten, stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Fliehen, sich anpassen oder verschwinden. Beim Naturschutz geht es nicht um die Verhinderung von Aussterben. Es geht darum, zu verhindern, dass die morgendlichen Rufe der Kapuzineräffchen verstummen.
Es geht darum, dass Otter weiterhin in den Gewässern schwimmen, in denen ihre Vorfahren seit Jahrhunderten leben. Es bedeutet, dass wir jedes Mal, wenn ein Leopard durch das Gras streift, vor Überraschung den Atem anhalten. Es bedeutet, dass Kenia Kenia bleibt, nicht nur in Erinnerungen oder Dokumentarfilmen. Denn wenn diese Tiere einmal verschwunden sind, nehmen sie nicht nur sich selbst mit, sondern auch einen Teil des Lebens, von dem wir Menschen abhängig sind. Die Zukunft Kenias ist nicht weit entfernt. Sie liegt in unseren heutigen Entscheidungen. Entscheiden Sie sich für den Schutz. Entscheiden Sie sich für das Zusammenleben. Entscheiden Sie sich dafür, das wilde Herz des Planeten weiter schlagen zu lassen. Im Herzen der sonnenverwöhnten Serengeti, wo das Morgenlicht das verdorrte Gras mit einer trügerischen Schicht Frieden bedeckt, toben unaufhörlich blutige Kämpfe. Es gibt keine Helden, keine Schurken, nur scharfe Zähne, den Geruch von frischem Blut, das Kreischen der Tiere im frühen Morgennebel und eine einzige Wahl: Überleben. Serengeti, Schlachtfeld zwischen Leben und Tod. Die Morgendämmerung bricht über der Serengeti an. Die ersten Sonnenstrahlen tauchen am Horizont auf und tauchen die Graslandschaft in ein sanftes, ätherisches goldenes Licht. Die gesamte Landschaft scheint in einem Moment ewiger Stille zu verharren, atemberaubend schön, eine so tiefe Ruhe, dass man vergessen kannte, dass das Leben hier immer von Gefahr begleitet ist. Aber in der Serengeti ist der Frieden nur eine zerbrechliche Hülle. Unter der sanften Brise, die über das hüfthohe Gras streicht, sind erste schwache Bewegungen zu erkennen. Schwarze Schatten, geduckt, mit gesenkten Hälsen und gespitzten Ohren. Kein Brüllen, kein Rennen. Nur leise wie Geister gleiten sie über das Gras. Das sind Tüpfelhyänen. Sie warten nicht auf die Nacht zu jagen. Sie brauchen weder die Schnelligkeit eines Geparden noch die Kraft eines Löwen. Sie sind der Inbegriff von Geduld, Strategie und kaltblütiger Entschlossenheit. Die Augen der Hyänen glinzen golden in der Morgensonne. Nicht wegen des Lichts, sondern weil sie Fleisch gewittert haben. Der Geruch von Kot, Staub und der eindringlichste von allen, der Geruch von altem Blut, wirbeln im Wind und weisen ihnen den Weg. In der Ferne bewegt sich eine Herde senegalesischer Antilopen langsam zwischen zwei Akazienbüschen hindurch. Ihr rotbraunes Fell glänzt in der Morgensonne. Ihre Ohren drehen sich ständig, wie lebende Antennen scannen die Welt um sie herum.
Aber es gibt kein Anzeichen dafür, dass sie beobachtet werden. Im hohen Gras schneidet eine leichte Bewegung durch die Luft. Keine Schatten, kein Geräusch. Das war die Belohnung, aber sie zu behalten war der wahre Widersinn. Der Boden unter ihnen knackte wie verbrannte Tierhaut. Der stechende Geruch von Staub und getrocknetem Kot hing in der Luft. Die Regenzeit war noch nicht gekommen und die Graslandschaften starben in Stille. Ein paar Tage später knappte die Nahrung. Es gab keine verrottenden Kadaver mehr, keinen Geruch von frischem Blut. Der Wind trug nur noch heisere Schreie und leere Blicke mit sich. Die Hyänenrudel sind nun zerstreut, erschöpft, misstrauisch und gefährlich füreinander. Hunger ist kein Gefühl mehr, er ist zu einem Zustand geworden. Zu einem Teil ihrer Augen, ihres Atems, ihres humpelnden Ganges, der nun nicht mehr den Verfall ihres Glaubens verbergen kann. Die einst gesenkten Köpfe beginnen sich zu heben und mustern sich gegenseitig. Die Grenze zwischen Freund und Feind ist verschwommen. Keine Warnung, kein Knurren, keine Hierarchie. Die anderen greifen nicht ein, sie schließen sich an. Es gibt kein Rudel, nur den Instinkt zu überleben. Fell wird von der Haut gerissen, Fleisch wird auseinandergerissen,
Einer fällt, sein Bauch ist aufgerissen, Eingeweide quellen auf den Boden. Aber selbst in seinen letzten Zügen beißt er seinem Mörder ins Bein. Der letzte Biss nicht aus Hass, sondern aus Hunger. Das Rudel Hyänen, einst durch Blut, Disziplin und Zusammenarbeit geformt, ist nun zerbrochen. Die alten Regeln gelten nicht mehr. Alles, was bleibt, sind Knochen, Zähne und der rohe, schreiende Überlebensinstinkt. Als die Sonne hinter dem roten Horizont unterging, blieben nur zerfetzte Körper zurück. Ein paar Überlebende schleppten sich in die Dunkelheit. Ihre Mäuler noch immer mit dem Blut ihrer Artgenossen befleckt. Und in der Serengeti, wo jeder Morgen mit dem Urteil der Natur beginnt, ist das alles, was nötig ist. In den sonnenverwöhnten Graslandschaften der Serengeti versenkt die Sonne die Luft mit einem grellen weißen Licht, das den Boden in Hitzewellen explodieren lässt. Der Wind ist still, kein einziger Ast bewegt sich. Und nichts kann die Hitze von oben aufhalten. Jedoch am Rande des einzigen Baumes, der zu sehen ist, taucht eine Gestalt auf. Ohne Eile und ohne sich zu verstecken. Es ist eine ausgewachsene Löwin. Ein wichtiges Mitglied eines Löwenrudels, das dieses Land beherrscht. Ihr Fell hat eine hellgoldene Farbe, die perfekt mit der Farbe des verbrannten Grases harmoniert, sodass sie bei Bedarf vollständig verschwinden kann. Ihr Körper ist lang und kräftig, mit dicken Schultern und Hüften und Sehnen, die unter ihrer sonnenverbrannten Haut hervortraten. Im Gegensatz zu männlichen Löwen sind Löwinnen auf Schnelligkeit, Ausdauer und Organisation ausgelegt. Sie waren die Hauptjagdkraft des Rudels. Eine erwachsene Löwin kann zwischen 120 und 180 Kilogramm wiegen und in der freien Wildbahn etwa 10 bis 14 Jahre alt werden. Langlebigkeit garantiert jedoch keine Macht. Ihr sozialer Status hängt davon ab, welche Rolle sie im Rudel spielen. Löwinnen sind nicht nur Jägerinnen, sie sind das Herzstück der sozialen Struktur. Sie ziehen die Jungen auf, vermitteln ihnen Überlebensfähigkeiten und geben ihr Wissen über das Revier an die nächste Generation weiter.
Löwenrudel sind eine der wenigen Großkatzenarten, die in Gruppen leben. Die in der Regel von 2 bis 3 Männchen, 6 bis 12 Weibchen und Jungtieren bestehen. Alle Löwinnen im Rudel sind miteinander verwandt. Sie sind Schwestern, Mütter, Tanten oder Cousinen. Und bilden ein enges Kooperationssystem, insbesondere bei der Aufzucht der Jungtiere und der Jagd in Gruppen. Die Paarungszeit ist nicht festgelegt. Wenn eine Löwin läusig wird, was in der Regel 4 bis 8 Tage dauert, sucht sie aktiv nach Männchen im Rudel. Im Gegensatz zur Wildheit der Jagd findet die Paarung bei Löwen sehr häufig statt. Wobei ein Paar bis zu 40 Mal pro Tag kopuliert. Die Paarung ist kurz, dauert manchmal nur wenige Sekunden, findet aber kontinuierlich statt, um die Befruchtung sicherzustellen und zu verhindern, dass das Männchen sich anderen Weibchen zuwendet. Nach erfolgreicher Paarung beträgt die Tragzeit etwa 110 Tage. Kurz vor der Geburt verlässt die Löwin das Rudel und sucht sich einen abgelegenen Ort im Busch oder auf einem Felsen, um zu gebären. In der Regel kommen nur 1 bis 4 Jungtiere zur Welt, die etwa 1 bis 2 Kilogramm wiegen und ein geflecktes Fell haben, das mit Altern verblasst. In den ersten Wochen sind die Jungtiere vollständig von ihrer Mutter abhängig und können weder laufen noch etwas anderes als Milch trinken. Während dieser Zeit versteckt die Löwin ihre Jungen vor dem Rudel, um sie vor anderen Löwen des Rudels oder Raubtieren wie Hyänen und Geparden zu schützen. Unter der Mittagssonne der Serengeti hat das Löwenrudel noch nicht das Gebiet verlassen. Die Temperatur steigt weiter an. Aber die Schatten der Raubtiere kriechen noch immer lautlos über das verbrannt aussehende Gras. Vor der Gruppe schreitet eine ausgewachsene Löwin ein paar Schritte vor. Ihre Gangart ist anmutig, ihr Blick ist auf die Ferne gerichtet, wo sich eine Herde von Gnus im Schatten des niedrigen Grases versammelt. Dies ist keine Mutter, die gerade geworfen hat, noch eine, die die Last der Mutterschaft auf ihren Schultern trägt, sondern eine echte Jägerin. Ihr Bauch war schlank, ihr Fell sonnengebleicht und gleichmäßig gefärbt, ohne Anzeichen von Stillen oder Brunst.
Stattdessen strahlte sie die Ruhe einer Löwin, die an die Entfernung, den Wind, das Warten und die Entschlossenheit gewöhnt ist. Ihre erfahrenen Augen verrieten viele trockene Jahreszeiten, viele erfolglose Jagden und blutige Revierkämpfe. Der Mittagswind war still, als würde er auf der weiten Ebene Der Boden war von Hitze verdunkelt, die Grashalme waren wie geröstet und an den Rändern eingerollt, und selbst das Zirpen der Insekten verstummte allmählich, und wich einer dichten Stille, die normalerweise nur vor einem tödlichen Schlag herrschte. In dieser Schicht von verbranntem gelbem Gras stand nichts still. Eine Gruppe Löwinnen kauerte tief und bewegte sich dicht über dem Boden. Sie hatten es nicht eilig und hinterließen keine Spuren. Jeder Schritt war genau abgemessen, Entfernung, Windrichtung, der Rhythmus der Bewegungen ihrer Beute. In der Mitte führte die älteste Löwin die Gruppe an. Sie war nicht unbedingt die stärkste, aber sie war die erfahrenste mit überlegenem Urteilsvermögen. Ihre Augen waren auf ein einzelnes Tier in der Herde von Gnus, die am Rand der Senke verstreut waren. Ein junges Männchen, das alarmierend weit von der Herde entfernt aus der Reihe tanzte. Es war ein ausgewachsenes männliches Dickhornschaf, aber noch jung, mit ungeschickten Bewegungen. Sein Kopf war höher erhoben als der erfahreneren Tiere und er hielt keinen gleichmäßigen Abstand zur Herde. Vielleicht war dies seine erste Wanderungssaison und er hatte die Disziplin der Herde noch nicht gelernt. Disziplin der Herde. Es war sich nicht bewusst, dass der Abstand zwischen ihm und der Herde ein Todesurteil war, das über ihm schwebte. Gnus sind nicht langsam, im Gegenteil, sie können sehr schnell laufen und Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erreichen. Geschwindigkeit ist aber nicht alles. Reflexe, Wachsamkeit und Kenntnis des Geländes sind die entscheidenden Faktoren. Und all das fehlte dem jungen Gnu. Aus dem niedrigen Gras teilten sich die Löwinnen in mehrere Richtungen auf. Eine blieb vorne, eine umkreiste von links, eine schlich sich von hinten heran. Der Plan war aufgestellt. Alles geschah in absoluter Stille. Nur das Geräusch der Hufe, die das trockene Gras zermalmten, klang wie die leisen, tiefen Töne einer tödlichen Symphonie. Die Gazelle führte plötzlich, dass etwas nicht stimmte.
Ihre Ohren stellten sich auf, ihre Nase zockte. Sie drehte den Kopf, und in diesem Moment stürmte die Löwin vor ihr wie eine goldene Kugel vorwärts und wirbelte Staub wie Wellen auf. Die Gazelle reagierte und dreht sich um zu fliehen. Aber sie rennt nur in die Richtung, in der die beiden anderen warten. Der Staub hatte sich noch nicht gelegt, das Gras war noch nicht wieder aufgesprungen. Die Herde von Antilopen in der Ferne rannte immer noch, aber keine von ihnen schaute zurück. Der Instinkt sagte ihnen, wenn ihr weiter rennt, lebt ihr. Die Löwinnen standen um den Kadaver herum, ohne zu brüllen, ohne zu kämpfen. Ihre Köpfe waren gesenkt, nicht aus Respekt, sondern weil sie wussten, dass die Mahlzeit eine Belohnung für perfekte Teamarbeit war. Und in der glühenden Sonne der Serengeti, wo es keinen Platz für Unschuld gibt, ist jeder Moment eine unangekündigte Prüfung. Diejenigen, die bestehen, leben. Diejenigen, die nicht bereit sind, werden Teil der Kette des Lebens, verbunden durch Krallen und Zähne. Die Mittagssonne brannte immer noch auf die Grasflächen der Serengeti wie ein unbeweglicher Feuervorhang. Das trockene Gras wegt sich sanft im Wind, aber kann die Spannung nach der Jagd nicht lindern. In der Ferne bewegt sich die Herde wilder Tiere weiter, ohne anzuhalten, ohne zurückzuschauen. Der Tod eines Einzelnen wird akzeptiert, überwunden, als wäre er nie geschehen, denn hier hält das Leben nicht inne, um zu schauern. Auf dem noch blutbefleckten Boden beginnen die Löwen mit ihrer Mahlzeit. Es gibt kein Brüllen, keine Kämpfe. Sie fressen schweigend.
Die Ordnung entsteht aus Instinkt und Rollen, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben. Es ist weder Grausamkeit noch wiesig. Es ist einfach nur ein weiteres Glied im beschlossenen Kreislauf der Natur. Als die Mahlzeit beendet ist, erheben sich die Löwen, schütteln den Staub von ihren Schultern und ziehen sich still in der sengenden Sonne davon. Sie blicken nicht zurück, denn es gibt keinen Grund dazu. Dieser Kreislauf des Lebens geht weiter, mit oder ohne sie. Aber heute haben sie überlebt. Sie haben ihre Art fortgepflanzt. Sie haben ihre Rolle im komplexen und grausamen Netz der Wildnis erfüllt. Und als die Sonne unterging, streckten sich ihre Schatten über die Graslandschaft nicht nur als Umrisse von Raubtieren, sondern als lebende Symbole der Stärke, der Koordination und einer uralten Ordnung, die schon existierte, als die Ebenen noch vom Gerölle der Elefanten widerhallte und die Fußabdrücke von Dinosauriern noch nicht verwischt waren.